Ja, meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben sich jetzt jeder einen Kaffee holen können, haben wieder einen Platz gefunden und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Acano, sich einfach treffen. Die Herren haben ja vorhin gesagt, sie machen irgendwas anders als andere und wir sind jetzt gespannt, was. Bitte schön. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Nicolaus von der Firma Acano. Der eine oder andere kennt mich. Ich bewege mich schon einige Jahre im Bereich Collaboration, UC und Video. Ich habe die große Ehre, zusammen mit meinem Freund und alten Kumpel Uwe Klatt Acano in Zentraleuropa zu leiten. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir machen einiges anders. Wir werden heute ein bisschen weniger Slides nutzen. Wir machen es ein bisschen interaktiv. Wir wollen also keine Slides vorstellen und sagen, hier, guck mal, wer ist Acano. Wir machen das mit Leuten, die mit verschiedenen Medien in die Konferenz hineinkommen werden. Wir haben auch einen eigenen virtuellen Meetingraum gerade eben kreiert. Der nennt sich Seaport Day und da werden halt verschiedene Personen reinkommen. Und fangen wir einfach mal an. Es kann Ihnen, glaube ich, niemand besser etwas über Acano erzählen als unser CEO O.J. Winge. O.J. Winge war SVP bei Cisco für Collaboration weltweit und unter anderem auch CTO bei Tandberg, also jemand, der viele, viele Jahre Erfahrung hat und dementsprechend werden wir den O.J. hoffentlich jetzt hier reinholen. Und da ist er. Das ist O.J. Winge. I try now to speak in English. O.J. is Norwegian. He can speak German a little bit. But he will talk a little bit about Acano in English. Hi, OJ. Hi, OJ. Can you hear us? I think the mic's not working. Hello, can you guys hear me? Perfect. Sorry, I have to fix the mic. But Einen sehr guten Polycom-Techniker hier, das Mic funktioniert nicht. don't worry. 1 second. It's not looking pretty, but hopefully we'll fix it in a... Yes. Sorry, it's not working. It's not working. Katharina, can you send OJ an SMS that the mic is not working and he can start his presentation? Okay. I'll tell him. Can you start? Start. Can you hear me? Oh, you can hear me. Okay. I can't hear you though, so I guess it has to be a fairly one-way communication. But I guess Guten Tag nach Hamburg. It's a great pleasure to be in front of you. I hope I would be able to be there. But I wanted to start with just introducing you a little bit to Acano before the guys are also doing a demo and you'll hear from Larry Satterfield down there. But I guess people ask me what Acano is all about, and I normally try to answer it and saying, imagine having all your tools and having all the tools your team need to work together in one place and always accessible. That's what Acano is about. We were founded back in 2012, and we are a fast-growing technology company that I believe took a quite fresh perspective on audio, video, and web conferencing. The reason I say that is because a lot of people have been talking about unified communications, have been talking about collaboration. I guess the child has many names, but the reality is when you look into most organizations today, I think the answer from most of them is the fact that it isn't very unified or it isn't very one collaboration type of technology. It tends to be a lot of silos that are quite disparate inside of those organizations where people are challenged and starting pretty much every meeting and every meeting invitation by asking the question, what type of technology are you on? How are we supposed to join? Should we join through the Link app, or should we join through the Cisco video system? How is this meeting supposed to be started? And the result of that is the fact that we have today, I would say, the majority of the meetings and happening out there, happening on the technology that was introduced in the mid-60s, happening down at audio conferencing level, because we are unable to bring those technologies together. And that's what we are doing as part of Acano. I've been in this industry for quite a number of years. I guess I started at the start of this millennium with the dream and the belief that one day video would be a reality.
We are not there yet, but I think we have taken great steps forward with regards to making that happen. There's lots more to do. And that's why we felt that having been part of building up Tandberg, having been part of the Cisco collaboration group for a number of years, that someone had to take a fresh perspective in terms of making this happen out there. And that's why we built from grounds up a totally new architecture, a totally new software platform for people to, rather than investing in kind of a video conferencing capabilities or web conferencing capabilities or audio conferencing capabilities, could be able of investing in one platform for the future that we're able of covering all those needs. And that's really what Acano is about. And kind of the Acano co-spaces is a totally new way of thinking about virtual meeting rooms in a way where you are able of not having the power back with the IT administrator, which is sitting and kind of creating virtual meeting rooms for people, almost like booking airplanes or kind of having a private jets inside of the organization, but really democratizing the use of collaboration technologies to all users out there in the organization, making a solution which is both scalable and cost-effective enough to make sure that everyone inside of the organization is able of leveraging these capabilities and is able of kind of enhancing their productivity and is able of working in a new way as a result of technology. And that's why we tend to say that everyone is welcome. And when we say everyone is welcome, I normally say that in two means. Kind of from one perspective is that everyone inside of the organization should definitely be welcome, but also everyone outside of the organization is welcome. And that's why we have put a large focus on interoperability onto our platform. So if you want to join a meeting on the Acano platform, we never ask you what type of technology you are on, because we tend to make all of those technologies work onto our platform. And that's what you'll see with the demo that you're having today as well. And if you're visiting us at the booth here at the DEKOM event in Hamburg, that we are able of bringing most of the enterprise communication tools onto the Acano platform. I think people sometimes ask me kind of what sets you apart compared to other companies and other startups in this industry. And I think we are not a startup that is based with a couple of college kids that have written some software that happens to run from now and then. We are a group of people which kind of, on the bad way, we could say we're industry veterans. On the other way, we are pretty good, I would say, at hiring and attracting young new talent into our organization as well. But we have been part of building billion-dollar product lines before, which is used by, I would say, most Fortune 500 companies out there. And if you look at Acano today, we have customers, although we are only from 2012, we have customers using our technology with more than 1 million meeting minutes per week onto our platform. 3,000 meetings per day we have another customer doing. So we have already, since the start of this company, been able of gaining a lot of success, gaining a lot of customers, and getting a lot of happy users out there that for the first time in their life are able of scheduling a meeting without asking the question, which type of technology are you supposed to join on? So with that, I guess, introduction, I will leave the stage for Uwe and Thomas, and after a while also Larry to join in here. And I would say thank you for DEKOM, to DEKOM for inviting us. It's a pleasure. DEKOM is one of our biggest partners in Europe and has been a truly good partner and supporter of our technology for quite a while now, when we have done several successful customer implementations together, and there is many more to come. Thank you. Ja, es geht auch ohne Mikrofon. Unsere Schuld. Wir sparen uns mal die Fragerunde heute. Wir sparen uns die Fragerunde, richtig. Gut, dann steigt der Uwe jetzt gleich mal ein in eine kleine Präsentation von 2 Slides, um einfach mal zu erklären, was Acano ausmacht und wie wir arbeiten und was die Bestandteile unserer Software sind. Und wir beeilen uns auch. Genau, okay, ich mache schnell. Wir glauben ja immer daran, seeing is believing, sie wollen es gern sehen. Deswegen nehmen wir immer gern das Kleine.
Risiko, dass auch alles läuft auf sich. Und manchmal passieren so Sachen, aber ich bin überzeugt, der Rest der Demo geht bestimmt gut. Nicht ans Mikro gedacht. Genau. Mein Name ist Uwe Klatt. Ich bin bei Acano derjenige, der sich um Themen wie Produkt, Lösungsdesign, Partner-Enablement und dann technische Kundenbetreuung kümmert. Bin hier ein gutes halbes Jahr bei Acano. Wir sind da als Acano das erste Mal beim Seaport Day. Wir kennen aber persönlich jetzt den Seaport Day schon ganz schön lange. Fühlen uns geehrt, hier zu sein, sind ein bisschen so der Newcomer und wollen Sie natürlich überzeugen. Und in den Slides, die wir Ihnen kurz zeigen, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, wie wir uns abheben. Denn ich glaube, diese Botschaft, sich einfach treffen, die haben Sie eventuell heute schon mal ein paar Mal gehört. Ja, also, dass man es einfach machen möchte für die Videonutzer, das haben Sie vielleicht schon gehört. Ich habe es ein paar Mal gehört und Sie werden es wahrscheinlich auch später nochmal hören. Und daher fokussiere ich ein kleines bisschen auf Punkte, die bei uns anders sind. Jeder ist eingeladen. Der OJ hat es kurz angedeutet. Mit Acano bleiben Sie offen für Lösungen, die schon da sind. Wir sind also nicht diejenigen, die sagen, prima Lösung, aber geht ja viel besser, lass uns doch das Alte rausnehmen und lieber was Neues reinpacken. Nein, wir respektieren, was da ist. Wir ermutigen dazu, das weiter zu nutzen. Und wir sind dann diejenigen, die Elemente wie, Sie sehen es hier, Link 2010, 2013, Skype for Business, Skype for Consumer, WebRTC, Polycom, Lifesize, Cisco, jegliche Couleur von Videoconferencing zusammenbringen. Und da gibt es ja dann immer mehrere Dimensionen. Was ist es eigentlich, was man da zusammenbringt? Da liegen dann so manchmal auch so die Einzigartigkeiten von Acano. Video, Audio, Content, Instant Messaging. Wenn die Lösung das kann, dann kann Acano das auch. Wir sagen, wenn ich Content schicken kann von Link, dann wird das selbstverständlich auf der Videokonferenzseite beispielsweise als Dualstream angezeigt. Andersrum genauso. Ich schicke einen Dualstream, auf Link muss die Präsentation ankommen. Wichtige Aspekte. Macht uns oft so ein bisschen einzigartig. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich viele Geräte im Einsatz sind. Nochmal, wir glauben, ein Kunde, der beispielsweise eine Linklösung im Einsatz hat, wird nicht komplett umsteigen auf beispielsweise den Acano-Client. Warum auch? Da sind ja schon Desktop-Clients da. Wir sagen also, bitte weiter nutzen. Wir kümmern uns darum, dass das mit dem Rest geht. Das ist sicherlich eine Philosophie, die bei uns ein bisschen anders ist. Das machen wir detaillierter in der Demo, aber ganz kurz. Wir sind auch insofern anders, dass ein Acano-Server, bei uns können Sie nur Acano-Server bestellen. Die können immer alles. Also, ob das nur darum geht, einfach nur ein Gateway zu sein zwischen der Videokonferenzwelt und Link, oder ob das eine richtige Videobrücke sein soll, wo sich also, Sie werden sehen, auf einem unserer Hardware-Server können sich eben 300 Leute in HD-Qualität gleichzeitig treffen. Das ist so sicherlich ein Ausdruck der Technologie, die hier entstanden ist. Wir sind auch eine tolle Videobrücke, ja. Audiobrücke, auf einem einzigen Server 10.000 Audioteilnehmer. Viel Sparpotenzial, wenn man so Dienste nutzt, vielleicht aus der Cloud für Audioconferencing. WebRTC, Skype. Wir hören oft, dass angefragt wird, wie kann beispielsweise unsere Personalabteilung mit Bewerbern reden, per Video. Consumer Interaction, ja, also als Stichwort. Wir können das auf zwei Weisen, aus dem Webbrowser heraus, ohne Client, oder per Skype, warum denn nicht? Ja, Skype macht ein super Video. Kann man also in solche Business-Konferenzen heute reinbringen. Gut, und den Acano-Client, den demonstriere ich Ihnen. Den gibt es eben auch für Kunden, die vielleicht noch kein Desktop-Produkt haben. Und für mobile Geräte. So, und jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Noch ein Unterschied, den ich wahrnehme, so in der Diskussion, Cloud oder nicht Cloud und wie trifft man sich dann einfach, ist so ein Aspekt fehlt mir oftmals. Es wird ja gern geredet so über, es gibt Meetingräume, da treffen wir uns. Ja, und ich habe dann persönliche Meetingräume, da treffen sich alle und die können viele Sachen benutzen. Was ist aber, wenn ich die Leute direkt erreichen möchte? Also ich möchte gerne von so einem Gerät auch einen Link-Client anrufen können, direkt.
Andersrum möchte ich vom Skype-Client vielleicht direkt mal so ein Gerät anrufen. Was spricht dagegen? Ne? Außer vielleicht, dass die Lösung das nicht kann. Bei Acano können Sie das. Bei Acano können Sie hier mal so ein Beispiel für eine Einladung für einen virtuellen Meetingraum auf die verschiedensten Weisen dann reinrufen. Sie können Skype for Business benutzen als Einladungsprozess, Outlook Skype for Business, und man wählt sich dann in Skype for Business Meeting ein. Weitere Option. Das geht natürlich auch ad hoc. Und ad hoc geht auch, werden Sie in der Demonstration sehen, dieses direkte Anrufen. So, und dann so ein bisschen also da habe ich persönlich so oft drüber nachgedacht, die Welt geht in die Cloud. Ja, sicherlich. Und zum Teil. Aber ich nehme so wahr in Diskussionen mit unseren Kunden, das ist nur zum Teil so. Das hängt sehr viel davon ab, wie die Konzernstrategie oder die Unternehmensstrategie ist, was die Informationssicherheit betrifft, ganz sicher. Es hängt auch davon ab, wie geht man um mit zum Beispiel Verzeichnisdiensten. Wie kriegt also so ein Cloud-Dienst dann wirklich alle User? Es gibt viele Fragestellungen, die auch dazu führen können, dass Unternehmen durchaus sehr gerne On-Premise-Lösungen einsetzen. Und ich glaube persönlich, das wird auch in der Zukunft so sein. Jetzt sehen Sie wieder in der Acano-Philosophie, wir drücken Ihnen das nicht auf, nicht in die eine oder andere Richtung. Sie können selbstverständlich bei DEKOM den Acano, den Leistungsumfang als Cloud-Dienst beziehen. Sie können Acano auf vorhandenen Servern bei sich auf VMware oder Hyper-V-Basis einsetzen. Und dann gibt es natürlich auch die, wir sagen immer Workload-Optimized Server von Acano für Real-Time Collaboration, so viel Englisch, ausgelegt, die natürlich aus einer Kiste 2 Höheneinheiten dann diese 300 User HD gleichzeitig schaffen. Ne? Das schafft man halt mit Industrieservern nicht. Also alle 3 Möglichkeiten. Das sind die Dinge, da sind wir, glaube ich, ein bisschen anders und ja, das würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Ja, als ob wir nicht genug Englisch gehabt hätten. Wir machen jetzt die Bühne auf für unseren SVP Sales Worldwide, der Englisch spricht, den wir jetzt reinholen werden mit dem System. Ich fürchte immer noch ohne Ton. Immer noch ohne Ton. Das heißt, Sie werden jetzt Larry Satterfield kennenlernen. In New York. In New York ist gerade 8:40 Uhr am frühen Morgen. Und wir treffen ihn auch wieder auf dem speziellen Welcome to Acano. CoSpace. You are entering the Seaport CoSpace now. Du winkst ihm einfach, ja? Oh, eine blaue Krawatte. Schalke 04. Hopefully someone told you. Hey Larry. Hi, good afternoon. Can you guys hear me? That's great. That is fantastic. And happy Seaport Day to all of you. My name is Larry Satterfield, and I lead Acano's sales effort globally. I wish I could have been there. I had recently visited with DEKOM and Jorg. How you doing, Jorg? And I had looked very much towards joining you guys out there at Seaport Day, but my schedule didn't allow me to do so. But maybe next time I'll get a chance to do that. I really wanted to talk about with you guys why customers are starting to buy the Acano solution and what we're seeing in the marketplace. And I guess I'd really like to start with customers have really enjoyed the flexibility that our product allows them to use within their environment. That flexibility is really resonating in terms of we solve many customer requirements and we can work with many customer network topologies. If you think about our solution, it really offers a very flexible, scalable video, audio, and collaboration virtual meeting room. And I think many of our customers, I'm a little challenged because I can't tell whether there's some video issues or not, but if everything is good, someone give me the high sign. Okay, good. What I've seen in the marketplace is that customers have really valued our ability to offer them the flexibility of choice. For instance, if I've made some decisions about technology and I want to transition to other technologies, by deploying the Acano solution,
I've been able to make that transition smoothly and easily without upsetting my user experience. Many of our customers initially have large link deployments. I'll speak specifically to a DEKOM deployment, the first within Central Europe for us, Konica Minolta. They took the opportunity of bringing Microsoft Lync or Skype for Business, Smart Systems, Cisco, and all combine it into a virtual meeting room environment. That was a big win for that customer. And it solved a major opportunity or major challenge that they were faced with. That's what we've seen across the board in the 2,000 customers that we have now gotten over the last 2 years. It has been, generally speaking, strong integration, strong interoperability, and strong flexibility. And then coupled with the scalability of our audio products, the scalability of our video products, and the scalability of our web collaboration solution. Most of our customers start the day off with one solution for audio conferencing, one solution for web collaboration, a WebEx or Adobe Connect, and then and a bridge for video. They typically have 3 separate silos for all of those products and 3 different user experiences. What we've been able to do is to help them combine those user experiences into one platform. This has been one of the biggest drivers of our success. And we've seen that across verticals. We've seen that in the higher education marketplace. We've seen it in the financial marketplace with customers like Deutsche Bank and JP Morgan Chase, Morgan Stanley. We've seen that in the pharmaceutical marketplace with customers like Eli Lilly and AstraZeneca. We've seen that in high tech with customers like Apple and HP. So it really has not been vertical specific because most of large enterprises are really concerned with providing the best possible user experience to their customers, and we have helped to enable that. Another big win that has started to emerge within our customer set is for those customers who have a multinational environment where they have high pockets of people in the US and Europe and Asia, and they want to be able to bring those people together in a cost-effective manner. Because of our geo-distribution capability and our flexible licensing model, we've been able to do that for our customers in a very cost-effective manner where they can float licenses between theaters and deliver high-quality video, voice, and web collaboration to their end users. So there have been a multiple set of reasons on why customers have decided to choose us for their solution. We think we've been fortunate with this explosion of Link and the ability to provide a great Link integration story. But it has been the overall platform that I think generally has led customers to believe that this is something that they can grow with, that they can take into the next generation of solutions that they attempt to deploy within their organization. And it offers IT professionals that flexibility, that they're not tied or gated in by any of the decisions that they decide to make over time. So that has been what we have seen in the marketplace. Those are the reasons why customers seem to be moving in our direction in a very strong way. And we expect to continue to help develop our solution, make it even more flexible than it is today, and to offer to our customer set and our partners a rich user experience that allows them to easily see usage and adoption within their organization, as opposed to many times in the past where technologies are deployed and they don't get the kind of usage and adoption that customers want. So hopefully that gives you a sense of what we've been doing and why customers have been buying. And it looks like you guys are about to have a good time. So I just wanted to say thank you for allowing me to join you today. Okay. Gut, das war Larry, der auch viele Jahre bei Cisco und bei Tandberg gearbeitet hat. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Uwe ist schon auf Hochtouren und wird eine kurze Demo machen und zeigen, was Acano
bereit ist zu tun am heutigen Tage. Ja, wie gesagt, Demos auf Events sind immer eine besondere Sache. Mache ich immer besonders gerne. Und jetzt geht's rund. Ich habe Ihnen ja vorhin ein paar Szenarien beschrieben, die wir so lösen können mit Acano. Und das soll jetzt natürlich mal auch in der Praxis quasi nachgewiesen werden. Und ich fange mal an mit Skype for Consumer. So. Und damit Sie mir auch glauben, dass das wirklich Skype for Consumer ist, also das ist jetzt ein Dialog von gestern mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern. Die sind zwei und 5. Nach 8 Jahren. Das ist also kein Fake oder so, das ist richtig schön. Und da habe ich Folgendes gemacht. Da gibt es ein System, das da heißt group.seaport@tryacano.com. So heißt dieses System. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier oben schön in Search Field eingetragen group.seaport@tryacano.com. Enter, add to contacts. Hier ist sie. Sie sehen auch, dass ich für diese Group hier einen Status kriege. Die ist nämlich available. Und Sie sehen auch, ich habe hier alle Optionen, was man eben so machen kann. Also IM kann die leider nicht. Video kann sie sehr wohl und das machen wir jetzt einfach mal. Muss ich ja gleich annehmen müssen. So, Sie sehen, ich bin hier uweklatt@web.de. Und jetzt haben wir hoffentlich keinen. Nee, Echo kriegen wir von der nicht. Problem gelöst. Oder? Da waren sie wieder mal 3 Probleme. Moment. Ich mache jetzt erstmal eins, ich mache meine Kamera an. Das vergesse ich jedes Mal. Live-Demo, ja? Sorry. Das machen wir also mal. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist immer so spannend bei mir. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Aber ich darf dann immer... das mit der Auflösung. Da ist es Default. Wie kriege ich das jetzt hier gezogen? Ach nee. Ja, ich muss ein Apply machen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das hier in der kleinen Auflösung hinkriege. Ach so, okay, aber ich glaube, die geht wieder aus, wenn ich das Fenster zumache, weil ich nicht Apply mache. Das ist nämlich ganz unten. Okay. So, schon gut. So, alles gut. Jetzt wiederholen wir mal den Call. Dann haben wir auch ein Bildchen. Danke, Christoph. So. Jetzt wird sie auch noch annehmen. So, und das ist meine Webcam vielleicht nicht die tollste der Welt. Also es geht auch durchaus besser als das, was Sie hier sehen in dem schicken Fenster. Aber mit einem eingebauten Notebook, ohne groß was zu tun, werden Sie sehen auf dem System, da kommt eine durchaus brauchbare Qualität bei rüber. Ja? Und wenn man sagt, Skype ist nicht für Business-Meetings geeignet, ja, kommt drauf an. Und es ist natürlich Geschmackssache, ob man seine Videodaten über die Server von Microsoft schicken will, ja oder nein, aber gut. Also Skype, Consumer Interaction, haben wir mal gesehen. Ich muss Sie leider bitten abzubrechen. Wir sind zeitlich schon deutlich drüber und Okay, es tut mir leid, vielleicht noch einen kleinen zusammenfassenden Satz, aber ich bin jetzt mal der Böse. 2 Minuten höre ich gerade vom Vorstand und da kann nicht mal ich widersprechen. Also bitte, 2 Minuten. Erstmal. Da geht's los. Also ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde machen können. Wir haben Stand, da nehmen wir die auch nach dem nächsten Vortrag wieder mit. Ja? Da zeige ich Ihnen gerne, wie man alle anderen Möglichkeiten sich in ein Link-Meeting einwählen. Also ich buche ein Link-Meeting in Outlook, wähle mich von der Kiste ein. Das können wir. Wie ich natürlich einen sogenannten Acano Co-Space mache, wähle mich da ein. Also die verschiedenen Möglichkeiten, wie man hier zusammenkommen kann, zeigen wir Ihnen gern. Und das war dann insofern mal ein Geschmack. Ja, und ich bin eigentlich hier, um ein paar Kundenszenarien darzustellen. Wir haben heute, hätten wir gerne noch Konica Minolta vorgestellt als ein Kunde von uns, wie er alles integriert hat. Das machen wir auch am Stand dann. Also es gibt genug Referenzstories, die wir Ihnen beibringen können. Dankeschön. Tut mir leid, dass wir ein bisschen überzogen haben, aber wie gesagt, wir sind ja da und auch nicht aus der Welt. Unsere Lösung gibt es im Hause DEKOM
und kann auch jederzeit dort gezeigt werden. Als Dankeschön. Innovation, genau. Danke.